Guten Morgen, liebe Scooterfreunde. Heute ist es soweit, es geht schon wieder zurück nach Berlin. Ja, alles ist wieder aufgeladen. Ich mache die Tasche wieder hinten rauf. Ist bequem, schöne Rückenlehne. Temperatur 23 Grad, 6 Uhr am Morgen. Dann würde ich mal sagen, auf geht's, ab geht's. Oh, ist jetzt schon am frühen Morgen um 6, 23 Grad. Das kann heute was werden. Also ich muss nachher auf jeden Fall irgendwie mich ein bisschen dünner anziehen. Ein paar Sachen ausziehen. Aha, wenn ich jetzt durchfahren würde, wäre ich um 21:22 Uhr da. Naja, das machen wir mal lieber nicht. Habe ich zwar mit der Vespa gemacht, aber das waren nur 870 Kilometer. Und für die 870 habe ich schon 14 Stunden gebraucht. Also jetzt sind es fast das Doppelte. So 1400, 1500 Kilometer. Das wäre dann ein richtiger Ironbutt, aber nee, dann ist der ganze Urlaub, die eine Woche wieder dahin. Ja, und vielleicht gleich mal zu meinem Urlaub. Also Côte d'Azur ist wirklich wunderschön, das muss man absolut gestehen. Das ist gepflegt hier alles, ist sauber, das Meer ist sehr schön. Ideal wäre es natürlich, wenn man hier Französisch spricht, denn ein Großteil der Franzosen spricht leider kein Englisch. Aber Wetter war hier wirklich traumhaft. Hier gibt es extrem viel zu sehen, also hätten wir jetzt noch mehr Zeit gehabt, hätten wir natürlich noch mehr Touren gemacht. Auch nach Nizza, Cannes, vielleicht sogar Saint-Tropez, nach Es. Wirklich traumhafte Gegend, kann ich jedem nur empfehlen. Italienische Riviera auch sehr schön. So ein bisschen anders vom Lifestyle halt, auch die Leute natürlich ganz anders. Ja, und jetzt muss ich mich hier von diesem wunderschönen Anblick verabschieden. Aus Roquebrune, Cap Martin. Tolle Gegend hier. Ja, jetzt bin ich auf der Autobahn, auf der A8. Sonne scheint, wird schon ein bisschen wärmer wieder, 24 Grad und das morgens um die Uhrzeit, Wahnsinn. Ja, und rechts seht ihr nochmal das Mittelmeer, die Küste. Wunderschön hier, macht einen ein bisschen traurig, jetzt die Côte d'Azur zu verlassen. Ja, und jetzt schaue ich mal, wie die Rückfahrt wird. Die Herfahrt war ja ganz gut, ganz angenehm, ein paar schöne Stops gehabt, schöne Strecken gefahren auf jeden Fall. So, der Sonntag hat jetzt knapp 2800 Kilometer runter. Kommen wir jetzt nochmal 1400 dazu. Dann ist schon Zeitpunkt für die zweite Inspektion. Termin ist schon gemacht. So, Reichweite haben wir noch genug. 459 Kilometer. Ja, das ist wirklich toll. Also fast das Dreifache von meiner Vespa. Gut, man muss jetzt nicht 450 Kilometer durchfahren, ohne zu tanken, ohne Pause. Aber es entspannt einfach ein bisschen. Ne? Man muss jetzt nicht ständig drüber nachdenken, oh Gott, wo ist die nächste Tankstelle? Wie takte ich das jetzt ein? Sondern man fährt einfach. Und tankt auch mal nicht, wenn man keine Lust hat und wartet bis zur nächsten. Also das ist wirklich super, dieser 16-Liter-Tank. Bei 3,5 Liter Verbrauch. Ich lag auf der Herfahrt sogar drunter. Ich glaube bei 3,3, maximal 3,4. So, und da rechts unten, das ist jetzt Menton. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Wunderschön. Habe ich an einem meiner Videos kurz mal gezeigt, die Stadt. Ein Träumchen hier. So, das ging jetzt fix. Jetzt sind wir in Italien. Also jetzt geht es entlang der italienischen Riviera. Da bin ich ja auf der Hinstrecke wirklich die langsamen Straßen an der Küste lang gefahren. War traumhaft. Das mache ich jetzt nicht. Ich will jetzt ein bisschen Zeit sparen. Ich möchte mir an sich lieber in der Alpenregion ein bisschen mehr Zeit nehmen, als jetzt hier an der Küste. Puh, Zeit für die erste Pause. Wir haben es jetzt, oh, ist schon 9 Uhr und um 6:30 bin ich, glaube ich, 6, halb 7 bin ich los. Also schon 2,5 Stunden jetzt ohne Pause. Jetzt wird es Zeit, mal die Beine ein bisschen zu vertreten, sonst tut einem der Hintern irgendwann weh. Ja, Benzin habe ich noch genug, ist alles noch voll.
Vielleicht mache ich wieder Pause am Comer See oder ich fahre vielleicht bis zum Bodensee durch. Das wären aber, glaube ich, noch 5 Stunden. Der Sonntag macht bisher wirklich alles tippitoppi. Fährt gut, sehr stabil auf der Straße, bequem. Ich habe hier eine schöne Rückenlehne jetzt durch meine Tasche. Das ist super bequem. Kann man sich so richtig reinfläzen. Ja, und die Staubfächer hier vorne, die sind so praktisch. Das ist Wahnsinn, was da alles reinpasst. Also hier Sonnencreme drin, mein Reinigungstuch, Reinigungszeug, Wasser. Und da ist immer noch ganz viel Platz oben drin. Also ihr seht, da passt noch meine ganze Hand bis nach hinten rein. Also diese beiden Staubfächer hier vorne, die sind der absolute Oberhammer. Also ich bin ja schon viele Roller gefahren, aber so große Staubfächer habe ich bisher noch nie gesehen. Das Windschild hier, das Givi, hat sich auch bewährt. Super praktisch. Dieses zweifache Verstellen ist sehr gut. Perfekter Windschutz. Ja, und das CarPurite kann ich auch absolut empfehlen. Also das mit dem Apple CarPlay, mega praktisch. Gut abzulesen. Jetzt nicht so klein wie ein Smartphone, sondern schön abzulesen, die Route. Auch mit Handschuhen mal zu bedienen, wenn man es ganz dringend machen muss. Ich werde jetzt auch mal meine Ohrstöpsel reinmachen. Ist immer ein bisschen angenehmer, ist noch ein bisschen leiser und dann geht es auch gleich weiter. Jetzt bin ich an der ersten Tollstation hier, kurz vor Mailand, also vor der Umgehungsautobahn hier. 30,10 Euro. Naja. Avvicinare la carta al lettore o introdurre una carta, una tessera o il denaro. Ritirare lo scontrino. So. Arrivederci. So, 30,10 Euro. Schnäppchen. Ja, nicht schlecht. Ach ja. Das ist der Vorteil, wenn man mit dem Zweirad reist. Solche Situationen hier. Null Problemo. So, das ist jetzt alles nicht so eine schicke Gegend hier. Die bin ich ja auf der Hinreise auch schon gefahren. Jetzt nicht über die Autobahn, sondern über die Landstraßen. Aber diese ganze Mailänder Gegend, so schön wie Mailand die Stadt selber ja zum Teil ist, auch nicht alles, aber zum Teil, ist das außenrum ziemlich industrialisiert alles. Nicht so eine schöne Gegend zum Fahren. So, das waren jetzt nochmal 3,40. Mal gucken, für welche Strecke. So, ich glaube, hier mache ich gleich mal eine Pause, eine kurze. Ja, wunderbar. Da sind Schattenplätze. So. Perfekt. Pause. Ich habe jetzt noch etwas umdisponiert, habe gerade mal bei Booking.com geguckt. Ich wollte an sich ja zum Comer See fahren, nach Como. Da war ich aber schon mal. Von da habe ich jetzt ein bisschen umgeplant. Ich fahre jetzt zum Luganer See nach Lugano. Da war ich nämlich noch nie. Und von da werde ich dann durch die Schweiz und durch die Berge ein bisschen fahren. Bin ich mal gespannt. Lugano, auch ein schönes Ziel. Tank ist voll noch. Also kein Problem. Komme ich gut hin.
Ich hätte jetzt natürlich auch noch weiterfahren können bis zum Bodensee. Das wären dann nochmal 5 Stunden gewesen, aber das wäre mir dann irgendwie insgesamt jetzt heute ein bisschen zu viel. Ja, jetzt sind wir in der Schweiz. Und im Hintergrund, Wahnsinn, das ging jetzt so schnell, hinten den Berg hoch und jetzt dieses Panorama schon. Morgen will ich auf jeden Fall auch nochmal schön durch die Berge fahren. Das war auf dem Herweg auch schon so schön. Ja, bin ich schon sehr gespannt. Lugano kenne ich bisher noch nicht. Ich habe jetzt meine letzte Pause gemacht. Das ist jetzt noch 50 Minuten etwa. Und es wird richtig heiß. Also in der Sonne sind gerade 38 Grad laut Thermometer. Ja, guckt euch mal das Thermometer an. 41 Grad. Natürlich in der Sonne. Aber das ist schon hot. Ich glaube, ich mache auch mal das Windschild runter. Ich brauche jetzt ein bisschen Luft am Helm. Oh, weiter geht's. Oh. Fahrtwind. Perfekt. Ich bin jetzt in Capo Lago. Ja, das ist schon mal ein super Panorama wieder. Also Bergseen sind, glaube ich, so das Schönste an Seen, was es gibt. So ein See eingegrenzt von Bergen, das sieht einfach immer fantastisch aus. So, und jetzt sind wir in Bissone. Schöne kleine Kirche hier. Gleich am Ortseingang. Ja, und dann dieser doch recht nette Blick. Ich muss hier mal anhalten, dass man das mal in Ruhe angucken kann. Ja, schaut euch das hier an. Kleine Strandpromenade hier. Das sieht doch super aus. Ja, ist doch ein nettes Panorama hier. Jetzt sind es noch 20 Minuten, 12 Kilometer. Wahrscheinlich geht es jetzt die ganze Zeit hier am See entlang. Wow, guckt euch dieses Haus hier oben am Berghang an. Auf diesem Vorsprung. Der Hammer. Ich bin ja schon sehr auf das Hotel gespannt. Und dadurch, dass ich jetzt ein bisschen weniger Tage einplane für die Rückfahrt, konnte das jetzt hier auch ein klein wenig teurer sein. Wobei es noch geht. Ich habe, glaube ich, 150 € bezahlt mit Genius Level, den ich habe bei Booking.com. Da gibt es ja immer einen schönen Rabatt dann. Oh, hier stehen sogar Palmen. Das ist ja der Hammer. Hotel Victoria. Wunderschönes Bauwerk. Ja, und jetzt sind wir in Lugano. Hotel Bellevue. Das ist natürlich ein richtig teures Pflaster hier. Hotel Splendid. Ich glaube, es ist so der teuerste Ort hier in der Gegend. Also ich glaube noch teurer als Como sogar. Aber der Ausblick hier spricht natürlich auch für sich. Und wieder ganz was anderes als jetzt da in Südfrankreich. Oh, Kunst und Kultur hier. Links. Interessantes Gebäude. Wow. Luxus pur hier überall. Und wunderschöne alte Häuser, so Jugendstil, vielleicht sogar noch älter und ja, alle tipptopp in Schuss hier.
Also wir haben ja in Italien auch in vielen Städten viele wunderschöne alte Häuser, aber die sind leider manchmal so runtergekommen und hier sehen die alle aus wie geleckt. Das hier zum Beispiel hier links, Konsulat, Riesenparkplatz für Motorräder links. Und das ist natürlich praktisch, kann man hier schön direkt in die City fahren, ein bisschen spazieren gehen, super. Ja, so eine schöne Tour, habe ich gleich mal ein bisschen die Innenstadt gesehen. Da geht es wohl jetzt, ich sehe es schon an der Route, ein bisschen hoch in die Berge. Was dafür spricht, dass es wahrscheinlich einen schönen Ausblick hat, hoffe ich zumindest. Ja, jetzt geht es doch schön steil nach oben hier. Man sieht es hier, ich bin schon weit über dem See. Mann, das geht ja immer höher hier. Das ist ja der Wahnsinn. Ach ey, was für eine Aussicht. Wow. Na, da bin ich ja schon gespannt, wo das Hotel liegt. Ob man da einen schönen Blick auf Lugano hat. Ist natürlich ein bisschen weg von der Stadt, aber ich will ja hier eh nur übernachten. Morgen geht es weiter. Da freue ich mich natürlich über einen schönen Ausblick. Ich könnte natürlich auch noch mal in die Stadt runterfahren. Und mir das ein bisschen anschauen alles. Ein bisschen spazieren gehen. Hotel Kolibri. Ah ja, okay. Ah, hier ist es. Geschafft. Guckt euch das an, diesen Ausblick hier. Ich muss jetzt noch ein bisschen warten, bis das Zimmer fertig ist. Kann noch passieren. Ich bin auch ein bisschen früh dran, muss ich sagen. Ich glaube, es ist jetzt irgendwie 1:45. Normal ist ab 3 Uhr Check-in. Von daher kriege ich jetzt ein nettes Getränk und ein bisschen was zu knabbern. Super nett hier wieder alle. Und das ist dann der Ausblick. Ich habe jetzt doch ein anderes Zimmer bekommen. Das andere war noch nicht fertig. Also im Vergleich zu dem, was wir da in der Côte d'Azur hatten, ist alles etwas in die Jahre gekommen. Aber okay, ist sauber, passt schon. Das hier ist natürlich schon lustig mit dem Raumteil. Da ist ein 3-Bettzimmer. Schrank. Top modern. Top modern.
Ja, ist so ein bisschen, was ist das, 70er, 80er Style. So, und dann gibt es noch einen Balkon. Und der ist natürlich toll, mit Blick auf den See. Naja, der Teppich. Was sagt ihr zu dem Teppich? Auch schick, oder? Aber naja, und absolutes Highlight, Stereoanlage. Ja, hinter Gittern. Ja, alles gut. Also wie gesagt, ich zahle jetzt für das Zimmer hier 150 €. Das ist für die Gegend hier natürlich günstig. Würde normalerweise 230 kosten. Ich habe jetzt durch meinen Booking-Level habe ich jetzt da einen Rabatt bekommen. Ich habe mal die anderen Preise angeguckt. Also unten in Lugano, da wo es ein bisschen schicker ist, da kostet es dann halt ganz schnell mal 300 bis 1000 € ein Zimmer. Ich habe jetzt gerade mal geschaut, wie viele Kilometer ich heute gefahren bin. Waren jetzt tatsächlich knapp 400 Kilometer. Gebraucht habe ich 7 Stunden, also doch wieder eine ganze Weile, obwohl ich ja ein Weilchen über Autobahn gefahren bin. Aber ich habe natürlich wieder viele Pausen gemacht und ein bisschen mich ausgeruht, also ein bisschen Piano angehen lassen. Aber damit war das jetzt sozusagen die längste Etappe bisher, 400 Kilometer. Ich wollte aber auch jetzt erstmal an Mailand vorbei, aus Italien raus. Also ich bin jetzt hier in Lugano, also dort. Letzte Mal auf dem Hinweg habe ich hier in Lecco übernachtet. Ja, es gibt also jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich habe mir jetzt mal so ein Ziel hier irgendwo bei Innsbruck rausgesucht. Wenn ich jetzt also nicht hier oben lang fahre über den Bodensee, also diese Strecke hier durch die Schweiz, die bin ich ja schon gefahren, sondern jetzt hier unten lang fahre, also ein Stück noch durch Italien, dann St. Moritz vorbei und dann hier oben nach Österreich. Das wäre vielleicht ganz gut, sind aber jetzt 304 Kilometer, das ist mir ein bisschen viel, weil dann bin ich wieder 7-8 Stunden unterwegs. Pfunds oder Serfors, also irgendwas hier an der Grenze vielleicht. Das sind jetzt 237, das hört sich schon besser an. 4,5 Stunden bin ich also, ja, ich schätze mal mit Pausen 6 Stunden unterwegs. Dann fahre ich hier nämlich nochmal schön durch den Schweizer Nationalpark durch. Ja, das war es dann mit der ersten Etappe meiner Tour zurück nach Berlin von der Côte d'Azur. War eine schöne Fahrt, hat Spaß gemacht, war zum Teil auch gerade jetzt hier in der Schweiz eine wunderschöne Strecke. Die Autobahn bis nach Milano, das war jetzt nicht so spannend. Wobei auch die Strecke am Anfang an der Côte d'Azur ganz witzig war, weil da waren ganz viele Tunnel. Da fährt man ja auch nicht so schnell, ich glaube 110 war da erlaubt. Das war noch ganz angenehm. Aber jetzt fängt natürlich so ein bisschen der Spaß beim Fahren an, wieder Landstraße durch die Schweizer Alpen. Und einfach ein bisschen die Fahrt genießen. Und wenn euch die heutige Etappe gefallen hat, dann hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, das ist kostenlos. Wir sehen uns dann bei der nächsten Etappe. Bleibt gesund, fahrt vorsichtig, bis dann und ciao.